Wir beten aus dem Gotteslob Nummer 674, Nummer 674. Gelobt und gepriesen sei ohne End Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Menschwerdung, deinem Tod und deiner Auferstehung. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deinem Wort, deiner Wahrheit und deiner Botschaft. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Liebe, deinem Frieden und deinem Geist. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Treue, deiner Wiederkunft und deiner Ewigkeit. Ehre sei dir. Gelobt und gepriesen sei ohne End Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Wir singen das Lied 498, das Heil der Welt, Herr Jesu Christus. 498.
Wir beten weiter. Nummer 675, Abschnitt 6. 675, Abschnitt 6. Jesus sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis. Auftrag, Testament, Sendung für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, zum Abendmahl mit den Jüngern versammelt, wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, stehst am Ende deines irdischen Weges. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, blickst auf deinen drohenden Tod. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, nimmst deine Hingabe am Kreuz vorweg. Wir beten dich an und preisen dich. Du selbst wird Paschalam. Wir beten dich an und preisen dich. Du stiftest das Mahl des neuen und ewigen Bundes. Wir beten dich an und preisen dich. Du begründest die Eucharistie der Kirche. Wir beten dich an und preisen dich. Du eröffnest das ewige Hochzeitsmahl. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns dein Leiden. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns deinen Tod. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns deine Auferstehung. Wir beten dich an und preisen dich. Du teilst mit uns dein Ostern. Wir beten dich an und preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Du schenkst dich uns, wenn wir dein Gedächtnis begehen. Dein Leiden am Kreuz verurteilt alle, die Menschen zu Opfern machen. Dein Opfer ist ihr schärfstes Gericht und schreit nach Gerechtigkeit. Herr Jesus Christus, für uns und für alle gekreuzigt, du bist unter uns, wenn wir deiner gedenken. Dein Tod auf Golgotha beschämt alle, die deine Botschaft verwerfen. Dein Sterben ist dein stärkstes Zeugnis und lädt zur Nachfolge. Herr Jesus Christus, für uns und für alle gestorben, du bist in unserer Mitte, wenn wir dein Mahl feiern. Deine Auferstehung aus dem Grab besiegt alle, die Gottes Macht bezweifeln. Dein Ostern ist sein größter Triumph und ruft zur Mission. Herr Jesus Christus, für uns und für alle auferstanden. Du bist bei uns, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind.
Wir bitten gemeinsam. Vermächtnis des Herrn, ernähre mich. Tod Christi, präge mich. Auferstehung Christi, berge mich. Werk Christi, rufe mich. Sendung Christi, sende mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich ewig lebe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied 799, dritte und vierte Strophe. 799, dritte und vierte Strophe. Wir beten weiter. Nummer 676, Abschnitt 3. 676, Abschnitt 3. Das Herz ist ein Bild für die Liebe. Die Liebe, die Menschen einander schenken und die Liebe, die Gott schenkt. In seiner Barmherzigkeit ist er uns nahegekommen, in seinem Sohn. Jesus Christus wurde in allem uns gleich, außer der Sünde. Er hat die dunkle Macht der Sünde gebrochen durch seinen Tod am Kreuz. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war,
zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Gott hat ein Herz für die Menschen. Er liebt sein Volk, wie Eltern ihre Kinder. Dieser liebende Gott hat sich uns in seinem Sohn offenbart. Dafür danken wir und beten. Herr Jesus, Abbild und Wesen des Vaters, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Von Anfang an scheiden sich an Jesus die Geister. Seine Liebe erfährt nicht immer Antwort. Doch der greise Simeon jubelt im Tempel über Jesus, den Messias. Er ist das Licht der Welt und das Heil aller Völker. Das bekennen auch wir und beten. Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Jesus wendet sich den Armen und Kranken zu. Er tröstet Schwache und Einsame. Er schenkt Heilung und Zuversicht. Das erhoffen auch wir und beten. Herr Jesus, Heiland der Kranken, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Eine Frau sagt Jesus mit Nadelöl. Der Herr spricht ihr die Vergebung der Sünden zu, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Er sitzt mit dem Sünder Zachäus zu Tisch und sagt ihm, dass seinem Haus Heil geschenkt ist. Jesus vergibt, wo Menschen Reue zeigen. Das erbitten auch wir und beten. Herr Jesus, Retter und Erlöser, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Aus Jesu geöffneter Seite strömen Blut und Wasser. Aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Dafür danken wir und beten. Herr Jesus, Brot des Lebens, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Viele Menschen haben erfahren, dass Jesus ihnen nahe ist, dass er unendlich geduldig ist, verhärtete Herzen aufbricht und Frieden schenkt. Darüber staunen wir und beten. Herr Jesus, Freund deiner Freunde, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Wer sich dem Herzen Jesu anvertraut, empfängt Kraft, das eigene Kreuz zu tragen, schwierige Situationen zu meistern und Liebe auch dort zu schenken, wo keine Gegenliebe zu erwarten ist. Dankbar für jedes Zeugnis christlicher Hoffnung beten wir. Herr Jesus, gütig und selbstlos von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Herz Jesu, durchbohrt von der Lanze, erbarme dich unser. Herz Jesu, geduldig und voll Erbarmen, erbarme dich unser. Herz Jesu, du Sühne für unsere Sünden, erbarme dich unser. Herz Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung, erbarme dich unser. Herz Jesu,
Du Retter aller, die auf dich hoffen, erbarme dich unser. Herz Jesu, du Hoffnung aller, die in dir sterben, erbarme dich unser. Herz Jesu, würdig allen Lobes, erbarme dich unser. Herz Jesu, dir vertrauen wir, erbarme dich unser. Gott der Langmut und Liebe, in der Hingabe deines Sohnes am Kreuz umarmst du die ganze Menschheit. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, die du uns schenkst, in der wir angenommen und geborgen sind als deine Töchter und Söhne, als Schwestern und Brüder Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied Sakrament der Liebe Gottes 495. 495. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende.
Wir singen das Lied, O großer König Jesu Christ. 805. 805. Großer König Jesu. Großer König Gottes Sohn, Sonnen und Grenzen mit leuchten in deiner Welt, über das Leben Richtung Dank und Preis sei dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, heute feiern wir den Herz-Jesu Freitag. Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Jedes Mal, wenn wir das Fest Herz-Jesu Freitag feiern, gedenken wir und tun wir auch seinen Auftrag. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Auftrag, Testament, Sendung für uns. Und wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Das ist eigentlich das Geheimnis des Glaubens. Ihn, unser Herr Jesus Christus, rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe Gottes durch dich gezeigt. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben aus menschlicher Schwachheit gefehlt und können
aus eigener Kraft dem Netz der Sünde nicht entrinnen. Komm uns in deiner Güte zu Hilfe und befreie uns von aller Schuld. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der vielen. Grauen ringsum, zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zustanden, dass sie nichts erreichen in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr, der Heere, prüft den Gerechten, er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihnen erleben, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen das Lied 764, O Sohn des Heiles Jesus Christ. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm:
Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gottes Lästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen, heißt es nicht in eurem Gesetz? Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Und dort blieb er. Viele kamen zu ihm. Sie sagten, Johannes hat kein Zeichen getan. Aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir halten die Fürbitten für uns, für unsere Familien, für unsere Mitmenschen in unserem Dorf, aber auch in unserem Land und weltweit. Beten wir auch für unsere Kranken und Schwerkranken aus unseren Familien und beten wir auch für unsere Verstorbenen aus unseren Gemeinden, aus unseren Bekanntschaften und Verwandtschaften. Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die unversichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Herr, steh uns bei mit deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung
als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. Gott, unser Herr, gibt, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir Lied Nummer 210. 210. Das Weizenkorn muss sterben. Barmherziger Gott, gib, dass wir den Dienst deinem Altar würdig vollziehen und durch die immer neue Teilnahme am Opfer deines Sohnes unser ewiges Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt und seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. 199. 199. Ist Gott
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Wir beten gemeinsam. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Jesus hat uns gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns beten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Zum Agnus Dei singen wir das Lied Christe, du Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
346. 346. In uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Gottes Geist. Komm, du Geist, Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestärkt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bevor wir den Schlussgesang singen, möchte ich euch ein Info geben. Morgen, wie wir alle wissen, ab morgen Abend beginnen wir die große heilige Woche mit dem Palmsonntag, Palmweihe und so weiter. Um 17 Uhr beginnen wir hier in unserer Pfarrkirche den Gottesdienst und auch Palmweihe auch findet statt. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen. Wie ich in der Pfarrbrief geschrieben habe, können Sie das tun. Und auch am Sonntag um 10.45 Uhr ist auch wieder Palmweihe mit Kindern und für Kinder für ihre Palmzweige.
Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Freitag, Abend, aber auch ein nettes Wochenende. Geht hin in Frieden. Wir singen das Lied 899. 899.